Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Für das heutige Interview bin ich nach Wien gereist, wo der Rennfahrer mit den meisten Profirennen auf dem Buckel lebt. Über 1000 an der Zahl, und da er auch Langstreckenspezialist ist, hält er auch in dieser Disziplin den Weltrekord. Über 60 Langstreckenrennen ist er in seiner Karriere gefahren. Da muss man schon ein paar Jahre im Profigeschäft unterwegs sein, und das ist er, weiß Gott. Die Rede ist von Dieter Quester. In frühen Jahren hat er angefangen mit der Rennerei, ist nie offiziell zurückgetreten, und so ist er im Alter von 80 Jahren immer noch mit dabei. Und wenn ihr jetzt sagt, ach, den Quester, den erinnere ich noch, wie er mit Striezel Stuck und Poldi von Bayern das Trio Infernale gebildet und die Rennstrecken in querstehenden BMWs unsicher gemacht hat, den würde ich gerne noch mal fahren sehen. Dann könnt ihr das tun. Im November fährt er im Porsche GT3 in Daytona. Mit 80 Jahren. Und diese lange Laufleistung erreicht man nur, wenn man ein bisschen auf sich Acht gibt, und das gilt natürlich auch für euren Motor, womit wir beim Partner unserer heutigen Folge sind. Die Damen und Herren von Shell interessieren sich nämlich nicht nur für Benzingespräche, sondern sie stellen auch gleich eigenen Sprit her, wie ihr wisst, und was für welchen. Also testet Shell V-Power, egal wie alt und groß euer Auto ist, ihr werdet sehen, es ist fantastisch. Alle Infos zu diesem Wunderkraftstoff findet ihr auch im Netz unter shell.de/V-Power, wie mit V geschrieben, V-Power. Euch viel Spaß mit der nächsten Tankfüllung und außerdem jetzt viel Spaß mit meinem Interview mit Dieter Quester. Was glauben Sie, ist so Ihre wichtigste Charaktereigenschaft gewesen, die Sie als Fahrer so sicher so weit gebracht haben? Ein Satz oder 3 Worte, die es in meiner Motorsportkarriere nie gegeben hat, war es, das gibt's nicht oder das geht nicht. Für mich war immer entscheidend, ein Projekt, das ich mir vorgenommen habe, durchzuziehen. Natürlich, in vielen Fällen mangelt es dann an der Kooperation von Sponsoren etc. etc. Aber ich war dafür bekannt, dass ich bis zum Abgrund gegangen bin. Ich war eigentlich auch bei vielen Werken oder bei vielen Teams oder auch bei Sponsoren dafür bekannt, oje, der Quester, der ist hartnäckig bis zum geht nicht mehr. Wie würden Sie Ihren Fahrstil beschreiben? Eher aggressiv oder eher abwartend? Ich meine, Sie sind ja auch Langstreckenprofi. Also ich habe eine, kann fast sagen, Schulung durchgemacht. Oder ich musste eigentlich 2-mal umsteigen oder 3-mal umsteigen. Einmal vom Tourenwagen Ende der 60er Jahre in den Formel 2 Berg-Europameisterschaft, wo ein höchst aggressives Fahren notwendig war. Aber ich sage so, das war ein aggressives Fahren gepaart mit einer gewissen Übersicht. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb ich relativ wenig Unfälle gehabt habe. Es war schon so, dass ich aus meiner Sicht 100% gegeben habe, aber diese 100% waren immer gepaart mit einem Schuss von gewissen Sicherheit, wenn es das Wort im Rennsport überhaupt gibt. Ja, zumindest zur damaligen Zeit. Heute ist es etwas anders. Aber irgendwie muss da ja das Geheimnis da drin stecken, dass Sie tatsächlich mehr den Überblick hatten als andere Fahrer, weil Sie einfach nicht blind Risiken eingegangen sind, die nicht zu überschauen waren. Ne? Bei den wenigen Unfällen. Ich kann mich erinnern an die Worte von Charlie Lamb, der leider Gottes verstorben ist, der über Jahrzehnte mein Rennleiter war bei Langstreckenrennen. Der hat gesagt, wenn wir den Quester jetzt ins Auto reinsetzen, wissen wir, dass wir ankommen. Und das war über viele, viele Jahre so, dass ich dann in ein Rennfahrzeug bei einem Langstreckenrennen gesetzt worden bin, wenn die Jetons schon nicht so sicher waren, ob es einen Sieg bringen oder nicht. Vielleicht auch Ihrer überragenden Fitness ein bisschen geschuldet, dass Sie auch nach längeren Stints immer noch voll konzentriert sind. Ja, es war so, dass ich einer der allerersten war, die erkannt haben, dass das eine unbedingte Notwendigkeit ist. Das war irgendwann Mitte der 70er Jahre, habe ich mich befreundet mit dem Willi Dungl, der ja nicht nur in Österreich, sondern auch über die Grenzen hinaus als der Fitnesspapst gegolten hat, auch viel dazu beigetragen hat, dass damals der Niki wieder ins Rennfahrzeug nach seinem schweren Unfall zurückgekommen ist. Und der Dungl hat mir eigentlich klar gemacht,
dass Fitnesskondition ein eminent wichtiger Bestandteil ist, um im Rennfahrzeug erfolgreich zu bestehen. Wie hat er das damals gemacht? Ich habe mal sowas gelesen, dass man den Willi Dungel immer finden konnte, wenn man der Nase gefolgt ist. Der hatte immer irgendwelche Öle, ätherische Öle, die er einmassiert hat und Tees. Ja, der Willi war ein extremer Tüftler, der also sich nicht nur darauf verlassen hat, seinen unter Anführungszeichen Patienten das Laufen oder die Kniebeugen beizubringen, sondern der Willi hat eigentlich für jedes Problem und Problemchen irgendwas gewusst. Mal war es ein Tee, mal war es ein selbstgemischtes Öl, ganz spezielle Verbände. Zum Beispiel kann ich mich erinnern, was die Brandwunden vom Niki betroffen hat. Da hat er also wirklich ganz entscheidenden Anteil gehabt, dass der Niki wieder nach relativ wenigen Wochen im Rennfahrzeug gesessen ist. Willi Dungel ist für mich auch heute noch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wenn ich mich zurückerinnere, wieso war man damals eigentlich so erfolgreich, gerade bei Langstreckenrennen? Über 60 Rennen sind Sie Langstrecke gefahren. Langstreckenrennen 24-Stunden-Rennen. Bin ich 67 gefahren. Da zähle ich wohl jetzt schon die historischen Langstreckenrennen in Daytona dazu. Fahren Sie dieses Jahr auch wieder, ne? Wir haben Daytona schon ganz fest im Programm. Und vorher werden Sie, sagen Sie es? Ja, leider Gottes 80. Leider Gottes. Gut. Mensch, aber wenn man sich so gehalten hat, dann Man ist doch muss das Alter... bei den Langstreckenrennen, die ja damals in den 70er Jahren, auch in den 80er Jahren anders abgelaufen sind als heute. Heute fährt man in Daytona oder in Le Mans zu dritt oder zu viert. Wir sind damals zu zweit gefahren. Das war so im Reglement festgehalten. Das hat es nicht gegeben, dass man sich auf, 3-4 Stunden zurückziehen konnte ins Motorhome und ein Nickerchen gemacht hat. Also das gibt es bei mir nie, weil ich immer wissen muss, was draußen los ist. Aber die Langstreckenrennen waren damals wesentlich anstrengender, auch heute, wenn die Geschwindigkeiten sicherlich nicht so hoch waren. Aber auf der anderen Seite war gerade in Le Mans Ende 80, wo ich den sauber Mercedes gefahren bin, das schnellste Auto, das ich je in einem Rennen gefahren habe, auf der Hintergeraden 386. Das ist unglaublich, ne? Aber es ist mir damals bei den Langstreckenrennen sehr zugute gekommen, dass ich eine wirklich ausgeprägte und Top-Kondition gehabt habe. Und selbst noch, wenn ich oft, was es gegeben hat, 3 Stunden im Auto drin sitzen musste, hätte ich eigentlich nach einer Stunde oder nach 2 Stunden schon wieder den nächsten Turn fahren können. Wahnsinn. Ich habe neulich mit dem Kurt Ahrens gesprochen, der ist jetzt 79, der hat gesagt, er wird sich zutrauen, von der Speed noch 917 zu fahren. Er hat nur inzwischen so ein bisschen Angst, wenn ihm sowas passiert wie der Reifenplatzer in Era-Les-Sines bei über 300, dass ihm dann das Reaktionsvermögen fehlt. Haben Sie sowas, dass Sie sagen, meine Fähigkeiten haben sich verschoben, ich habe jetzt noch besseren Überblick über die Jahre bekommen, aber die Reaktion ist nicht mehr wie beim 30. Also ich muss dazu sagen, ich bin in den letzten Jahren, bin also jedes Jahr jetzt Daytona Classic mit relativ modernen und schnellen Autos gefahren, Alpina B6, Porsche 996, noch nie in eine Situation gekommen, wo ich praktisch meine Reaktion so abrufen musste, um eben eine Situation zu retten. Ich wäre aber ein absolutes Wunder, und das bin ich nicht, wenn ich meine, dass meine Reaktion heute noch genauso wäre wie vor 30 oder 40 Jahren. Also das ist sicherlich keine Frage, dass man da ganz bestimmt gewisse Defizite hat. Aber vielleicht ist das die Erfahrung, dass Sie gar nicht erst mehr in solche Situationen kommen, weil Sie alle schon erlebt haben, weil Sie die Strecke lesen können, die anderen Fahrer, und sagen, wenn der jetzt nochmal so Mist macht wie in der letzten Runde, dann... Also die Erfahrung hilft mir da sicher sehr, sehr viel, dass ich Situationen meiden kann, in die ein jüngerer Fahrer hineintappt. Blind reinschlittert. Und da kann ich mir natürlich dann irgendwo mit der Erfahrung helfen. Ja. Sie sind weltweit wahrscheinlich der die längste Zeitspanne als Motorsportler aktiv war, über 60 Jahre.
Nun ist es ja heute immer so, und das erlebt man in jedem Jahrzehnt, in jeder Dekade, dass man sagt, ach, früher war alles besser. Mensch, weißt du noch da. Jeder sagt immer die Autos der 70er Jahre, dann kommen die 80er und in den 90ern sagt man, Mensch, in den 80ern war es toll, in den 2000ern waren die 90er das Beste. Sie haben das alles erlebt. Gibt es eine Zeit, wo Sie sagen, das war für mich die schönste Zeit? Also ich würde in jedem Fall sagen, früher war alles schlechter und nicht besser. Tatsächlich. Sagen wir mal so, ich würde das zweiteilen. Die Atmosphäre im Rennsport war unvergleichlich besser, angenehmer, als es heute der Fall ist. Ja. Aber was die Rennfahrzeuge betrifft, war es unvergleichlich gefährlicher. Wenn ich mich nur erinnere an den Bergrennwagen, ein Auto, das 400 Kilo hatte, ein bisschen über 400 Kilo, 420 Kilo, das war ein Flugzeug aus dünnen Röhrchen und Plastikhaut drüber gezogen und dahinter eben ein 280 PS Motor. Die Knautschzone waren die Beine. Also das waren so eminent gefährliche Autos. Nur das Gute war, dass man damals nie daran gedacht hat. Das ist einem erst klar geworden nach, 20 Jahren oder nachdem die Autos eben Monocoque-Chassis hatten, dann schon nicht mehr aus Aluminium, sondern aus Carbon. Also alles wesentlich sicherer geworden ist. Die Tanks nicht aus Aluminium zusammengeschweißt worden, sondern flammsichere Gummitanks. Also die Fahrzeuge, ob das jetzt ein Formel 2, auch ein Rohrrahmenauto oder Tourenwagen, die sich auch zusammengeklappt haben wie ein Taschenmesser. Also es war damals viel, viel gefährlicher, nur wir waren halt völlig unbedarft und haben da überhaupt nicht dran gedacht, wie gefährlich es damals eben war. Weil wir sind gerade, wenn ich beim Bergrennwagen bleibe, in Cesana Sestriere oder am Geisberg mit 240, 250 an einer Felsmauer entlang gefahren. Auf der linken Seite ist es ins Tal gegangen, ungesichert, ohne Leitschienen, 150 Meter. Also das waren Verhältnisse, an die ich mich heute mit Gänsehaut erinnere. Obwohl dir das ja eigentlich bewusst sein konnte, weil ja links und rechts die Rennfahrer alle gestorben sind wie die Fliegen fast. Ne? Ja, ich war vielleicht auch sehr, sehr glücklich, dass ich bei meinen Unfällen, die ich hatte, eigentlich nur oberflächliche Verletzungen erlitten habe. Aber die oberflächlichen Verletzungen auch nicht dazu geführt haben, um mir zu sagen, beim nächsten Mal bei der Situation, ja, lupfst halt das Gaspedal etwas früher oder etwas früher auf die Bremse. Das hat es nicht gegeben. Kommen die Konkurrenten im Spiel näher? Wer bremst, verliert. Können Sie sich an den schlimmsten Unfall erinnern? Das war ohne Zweifel Le Mans. Mit dem Osella, mit dem 2-Liter-Sportwagen. Wir haben damals ein Reifenfabrikat verwendet, das für das Fahrzeug völlig ungeeignet war. Und nach dem dritten Reifenplatzer ist mir das auch klar geworden. Aber wer sagt dann schon, ausstoppen, wir fahren Le Mans nicht. Ich bin damals mit dem Tom Walkinshaw gefahren und mit einem zweiten Engländer und wir wollten halt die Sache durchziehen. Und im Abschlusstraining ist mir rechts rückwärts der Reifen geplatzt auf der Mulsanne nach der Kuppe, wo das Auto ohne dich schon sehr instabil ist. Ich bin gegen die rechte Seite, gegen die rechten Leitschienen mit Topspeed. Das waren damals bei dem Auto etwa 280. Und das Fahrzeug wurde exakt hinter mir, also vor dem Motor, abgerissen. Ich bin mit dem Vorderwagen ungefähr noch 300 Meter dahingeschlittert und das Heck ist mit Motorgetriebe über die Leitschienen drüber auf die linke Seite in den Wald rein. Also da ist man nur mehr Passagier, da kann man selbst überhaupt nichts mehr dazu tun, das ist alles nur mehr Glück. Hatte dieses Riesenglück, dass ich nur Brustkorbprellungen hatte, Peitschenschlag-Syndrom und also oberflächliche Verletzungen. Die Sache, der Le Mans-Unfall hätte genauso gut letal ausgehen können, keine Frage. Ja. Man sagt ja immer, da muss man gleich weiterfahren, aber da haben Sie da schlaflose Nächte gehabt und gegrübelt? Nein, komischerweise
das ist eben doch ein Attribut der jungen Jahre. Zumindest mir ist es so gegangen, dass man sich mit dem Unfall eigentlich kaum mehr befasst, nicht mehr auseinandersetzt. Ich wusste, wie es passiert ist. Ich hatte keine Schuld an dem Unfall und habe das einfach so akzeptiert, Reifen abgehakt, ja, Glück gehabt. So dieses mit dem schnell Abhaken von Unfällen haben Sie auch unter Beweis gestellt in der DTM-Zeit mit dem M3, B30, Avus Berlin, genau. Ja. Wahrscheinlich einer der kuriosesten Unfälle der Motorsportgeschichte. Erzählen Sie es kurz. Weil das ja, also es war so, um es vom Beginn an zu erzählen, es war die vorletzte Runde, Laffite war hinter mir, ich war am 3. Platz, Laffite war 4. und war einen Tick schneller. Und ich musste halt volles Risiko eingehen, also die Kurve vor Start und Ziel bin ich vielleicht um 5-8 Stundenkilometer schneller gefahren, dass mich der Laffite nicht auf der folgenden Geraden überholen kann. Das war etwas zu schnell und ich bin mit dem Heck gegen die Strohballenmauer, wurde ausgehebelt und habe mich zweimal überschlagen und bin dann am Dach weitergerodelt über die Ziellinie drüber. Bin dann vielleicht 30 Meter nach der Ziellinie zum Stehen gekommen, wurde unglaublicherweise noch gewertet als Dritter. Aber das Erschreckende für mich war, dass kein Streckenposten gekommen ist, um mich aus dem Auto zu befreien. Die Scheiben waren alle noch ganz. Wir haben wohl auf der linken Seite das Netz gehabt. Das war noch drinnen. Also ich konnte nicht aus dem Fahrzeug raus und musste selbst die Frontscheibe mit den Beinen raustreten. Und man glaubt es gar nicht, wie unglaublich gut diese Scheiben, die ja nur verklebt sind, halten. Also ich habe mindestens 20 Sekunden gebraucht oder 30 Sekunden, bis ich die Scheibe da durchgetreten habe. Und ich habe nicht gewusst, ist der Tank kaputt, läuft Sprit aus. Und dann erst, nachdem ich da vorne rausgekrochen bin, dann sind die Streckenposten mit Feuerlöscher gekommen. Aber hätte unter Umständen zu spät sein können. Ausgehen können. Ja. Aber auch ein Unfall, der höchst glimpflich abgelaufen ist, sondern konnte ich noch erfolgreich beenden, das Rennen mit dem 3. Platz. Das größte Problem war, gleich zu fragen, ob das Ersatzauto bereitsteht fürs nächste Rennen. Ne? Das war die erste Frage an den Lucky Linder. Du, wie schaut's aus? Ist das Auto fertig? Und Auto war fertig, aber ja gut, bin den nächsten Lauf dann noch gefahren. Unvorstellbar. Ja. Also das ist wirklich, wenn man das bei YouTube googelt, Dieter Quester M3 Avus, dann sieht man es, das ist sensationell. Ja. Also wie sie da rumkommen. Ich meine, es hat alles wieder zusammengespielt. Der Winkel, der Aufprallwinkel an die Mauer, wenn der stumpf gewesen wäre, hätte es alles anders ausschauen können. Ja. Aber also, Glückspilz. Sagen wir noch mal eine Zahl, wie viele Unfälle hatten Sie so? Ich habe noch einen Unfall gehabt im Formel 2, der auch sehr böse hätte ausgehen können. Und zwar war das in Traxten. Wir haben ein neues Gurtensystem gehabt und ein Schloss am Gurtensystem, das mir nicht ganz geläufig war. Ich habe mir es vorher nicht angeschaut, weil, ich habe es zugemacht, aber wie es aufgeht, wusste ich nicht. Ich habe mich überschlagen, bin in einem Graben zu liegen gekommen, wo praktisch genau der Kopf und der Überrollbügel hineingepasst hat. Sprit ist langsam aus dem Tank geronnen. Das war bei Testfahrten. Es hat für mich natürlich im Fahrzeug elendlang gedauert, bis endlich wer da war. Also es waren vielleicht nur, eine Minute hat es gedauert, aber es hätte auch schon genug sein können. Wenn sich der Sprit entzündet hätte, dann wäre das ausgegangen in einem grässlichen Feuerunfall. Ja. Das sind ja alles so Fahrzeugklassen, das kennt man natürlich heute, ist das undenkbar, dass Formel-1-Fahrer noch irgendwas anderes fahren, aber sie haben im Laufe ihrer Karriere Tourenwagen, Formel 2, was wir jetzt gerade schon gesagt haben, immer eigentlich gegen die Creme de la Creme der Formel-1-Fahrer. Ja, es war ja damals grundsätzlich so, dass gerade in der Formel 2 fast alle Formel-1-Fahrer gefahren sind.
Also ich bin damals in meiner Formel-2-Zeit gegen Fittipaldi, gegen Graham Hill, gegen François Sevilla, Regazzoni, also praktisch gegen das ganze Formel-1-Fahrerfeld gefahren. Nicht ganz so, aber ähnlich war es auch bei den Tourenwagen. In dem Jahr, wo wir also intensivst Ford bekämpft haben. 73. Da ist Fittipaldi gefahren bei Ford, da ist Stewart bei Ford gefahren, Pescarolo ist bei BMW gefahren, also Jochen Maas ist bei Ford gefahren, der Niki ist bei BMW gefahren. Also auch da war großes Interesse der Formel-1-Leute an der Tourenwagenmeisterschaft. Toll, kommen wir gleich noch zu. Also wir haben jetzt eben schon die Formel 2 gesagt. Der Einstieg in den Monoposto-Sport war über die Formel V. Ja. Ehrlich gesagt eine Rennklasse, wenn die beim Oldtimer Grand Prix am Nürburgring fährt, sage ich immer, jetzt kann ich die Currywurst essen. Ja. Weil das irgendwie die langweiligen Autos sind. Aber das war eigentlich die Rennfahrerschule, glaube ich, wenn man in den Formelsport Ich muss dazu sagen, ich habe ja die ersten Rennen für den Kurt Bergmann gefahren. Genau. Das waren eigentlich... Ich glaube sogar eins meiner allerersten Rennen war auf den Bahamas. Das war der Bahama Grand Prix. Da hat der Kurtl mir angerufen und gesagt, du, glaubst du, können wir das irgendwie finanzieren? Ich habe dann einen Sponsor gefunden, einen Whisky-Großhändler, der da mitgemacht hat. Und das Rennen ist für mich super gelaufen. Ich habe ein Rennen gewonnen, im anderen bin ich Zweiter geworden. Habe damals den Helmut Marko, den Jochen, also die waren hinter mir und das war eine tolle Zeit und das war eigentlich so der Beginn der Zusammenarbeit mit dem Bergmann. Ich bin dann in weiterer Folge doch eigentlich 2 Jahre, nicht die ganze Saison durch, aber doch schon einige Rennen für den Bergmann gefahren, vor allem auch nachdem er sein neues Auto konstruiert hat, gemeinsam mit dem Fritz Indra. Wir sind die Weltmeisterschaft gefahren in Daytona drüben. Nur war es so, wir haben wohl eins der allerschnellsten Autos gehabt, nur von der Abwicklung her, was Tankstops und so weiter betrifft, waren wir also um Lichtjahre zurück. Da waren die Amerikaner uns um so viel überlegen, dass wir eigentlich im wahrsten Sinne des Rennen damals schon an den Boxen verloren. Um es bildlich zu machen, der Herr Bergmann ist mit Gießkannen gekommen und die Amerikaner haben Schnelltankanlagen gehabt schon. Ne? Die haben schon Schnelltankanlagen, wohl auf sehr einfache Art und Weise gehabt, aber okay, es hat den Zweck erfüllt und bei uns war die Frau vom Bergmann mit der verlängerten Gießkanne und hat dann Sprit nachgefüllt. Und wir haben gebraucht, Minuten und 20 Sekunden und die haben in 25 Sekunden getankt. So ungefähr war das Kräfteverhältnis. Ja. War das eigentlich für Sie schon damals ein Beruf? Also haben Sie damit Geld verdient, schon da mit der Rennerei, oder mussten Sie immer Sponsoren auftreiben? Das war absolutes Hobby und auch die Zeit für den Bergmann. Ich meine, der Bergmann hat immer gerade so viel Geld gehabt, dass er die Autos hinstellen konnte. Da hat schon die Frau dafür gesorgt, seine Frau, dass da nicht zu viel Geld für andere Dinge ausgegeben wurde. Also das war Enthusiasmus pur. Und da hat man überhaupt gar nicht dran gedacht, dem Bergmann zu sagen, du, pass auf, ich möchte 500 Schilling haben oder irgendwas. Nein, die Frage hat sich nie gestellt. Ab wann war eigentlich für Sie denn so der Eintritt, dass Sie von der Rennerei leben konnten oder dass das für Sie... Das war nach den ersten BMW-Verträgen. Mit BMW. Ja, dann müssen wir jetzt auch dazu kommen, wie Sie zu BMW gekommen sind. Denn das ging ja eher, böse Zungen behaupten, es ging über eine Frau. Nein, es war etwas anders. Und zwar die Zielsetzung, obwohl ich nicht gewusst habe, wie soll das Ganze funktionieren, wie komme ich da an Autos. Die Zielsetzung war klar, aber die Umsetzung war für mich also völlig unklar. Das war eben einmal ausgeliehen den 2 Liter Carrera, wo ich damals gegen den Rindt gefahren bin. Dann habe ich mir vom Franz Albert, der hat einen Sportwagen gehabt mit einem Porsche-Motor, auch den einmal ausgeliehen, bin ich am Berg gefahren. Also da hat es so verschiedene Möglichkeiten gegeben, wo ich andocken konnte. Und habe mir da auch langsam einen, ich sage nicht Namen, sondern einen Ruf selber fabriziert, der
gar nicht so übel war. Das Vertrauen hat man aufgebracht, mir ein Auto zu leihen. Und weil man auch die Hoffnung gehabt hat, der Quester könnte vielleicht sogar gewinnen damit. Also das heißt, bevor es so weit gekommen ist, was BMW betrifft, habe ich in Erfahrung gebracht, dass BMW Autos verkauft aus der abgelaufenen Saison. Und zwar, da war ein Auto dabei, das der Hane gefahren hat, ein 1800er Tisa und ein zweites Auto, ich weiß nicht, wer dieses Auto gefahren hat, aber das waren Ex-Autos, Werksautos. Und ich habe mich damals erkundigt, was so ein Auto kostet. Das Auto habe ich dann letztlich um 5.000 Mark erstanden. Und mit diesem Fahrzeug habe ich dann die österreichische Meisterschaft gewonnen. Und da ist dann parallel das, was Sie angeschnitten haben, ins Spiel gekommen. Hubert Hane war damals die absolute Nummer 1 bei BMW, ja. Ne, der Fahrer. Also das war so ein Meisterauto. Und die Saison haben sie aber noch selber finanziert. Aber null Unterstützung mit Sponsoren. von BMW. Null. Also die haben erst gar nicht gewusst, wer kauft denn das Auto überhaupt. Okay. Null Unterstützung gehabt. Ich habe wohl, kann ich mich noch erinnern, eine Listen gehabt von einem gewissen Ingenieur Stulle, der damals Renningenieur war. Und da ist drauf gestanden, Reifen, Dunlop Racing grün, Dunlop Racing gelb bei Regen und Zündkerzen so und so. Also das ist da drauf gestanden auf dem Zettel. Und das war praktisch das Vermächtnis, das ich vom BMW mitbekommen habe für die österreichische Meisterschaft, die ich gewonnen habe mit dem BMW. Und in der Folge dann habe ich einen Werksvertrag bekommen. Ja, Wahnsinn. Manchmal muss man einfach so ein Risiko eingehen. Und sind Sie da selber zu den Strecken gefahren mit dem Auto hinten drauf? Es ist halt eines, das muss man natürlich auch sagen. Klar war es so, dass ich Risiken eingehen musste, aber das waren Peanuts. Ja, weil ich habe damals für einen Reifen bezahlt 200, ich kann mich noch erinnern, weil wir da vor kurzem erst nachgeschaut haben, 250 Schilling für einen Reifen, für einen Racing-Reifen von Dunlop bezahlt. Also um 1000 Schilling habe ich einen Satz Reifen gehabt, 160 Euro. Heute zahlt man für einen Satz? Für einen Reifen, für einen Satz 2000 Euro. Auch wenn ich alles in eine gewisse Relation setze, war es unvergleichlich billiger. Abgesehen davon bin ich mit dem Rennfahrzeug bei Achse zu Rennen gefahren, mit den Rennreifen drauf. Haben wir erst dann nach dem zweiten oder dritten Rennen einen Anhänger angeschafft und bin mit einem Peugeot 404, das ist alles noch bei mir so abgespeichert, als wäre es gestern gewesen, zu Rennen gefahren. Also Sie haben da schon auf sich aufmerksam gemacht, wahrscheinlich auch bei BMW. Hubert Hane hat gemerkt, da wächst neue Konkurrenz heran, jetzt wird es eng für mich. Aber es gibt natürlich immer noch diese Geschichte, es ist ja ein unglaublicher Zufall, dass Sie Juliane kennengelernt haben, Ihre spätere erste Frau. Erzählen Sie, wie es dazu gekommen ist. Das war eigentlich, ich wusste gar nicht, wer sie ist. Ich habe sie am Wörthersee kennengelernt, auch durch einen Zufall, weil ich die Leute, bei denen sie gewohnt hat, waren Verwandte von ihr und er war Tontaubenschütze, also ihre Tante war es und er war Tontaubenschütze und ich habe ihn beim Tontaubenschießen kennengelernt. Also ich selber habe nicht geschossen, bin aber damals mit Freunden dabei gewesen. Und so habe ich sie kennengelernt. Also völlig unabhängig vom Motorsport. Ja, dann habe ich mich, um ein bisschen Aufsehen zu erregen oder mich in eine gewisse witzige Rolle zu bringen, habe mir als Kellner verkleidet und habe dort dann serviert. Es hat nicht lange gedauert, bin ich aufgeflogen. Also okay. Das war klar. Ja. So, und diese Juliane? Also es war, damals war, wie auch im Sport, egal was es war mir also kein Mittel zu schade, um nicht irgendeine Blödheit zu unternehmen. und diese Juliane sah aber nicht nur gut aus und war nett, sondern es war auch die Tochter von dem Alex von Falkenhausen. Ja, das habe ich erst so 2 Monate, 6 Wochen, 2 Monate später erfahren. Es war dann für ein paar Wochen kein Kontakt mehr da und dann habe ich mir eben vorgenommen, nach München einmal zu fahren und da bin ich erst drauf gekommen. Alex von Falkenhausen war wer? Zum damaligen Zeitpunkt war er noch praktisch der Boss der Motorenentwicklung.
er ist dann gewechselt in die Rennabteilung. Ich habe dann nach dem Sieg in der österreichischen Meisterschaft, ein paar Auslandrennen bin ich gefahren, also Bergrennen in Triest und dann eben international eben diesen Europameisterschaftslauf und habe also einen Vertrag für die Turnwagen-Europameisterschaft bekommen, der aber nur sehr kurzfristig war. Und zwar deshalb, weil mich der Falkenhausen, damals für mich noch der Herr von Falkenhausen, gefragt hat, ob ich schon einmal am Nürburgring war. Und mir war es also unangenehm zu sagen, ich war noch nie dort. Und habe gesagt, ja, war ich. Wird schon nicht so schwer sein, da rumzukommen. Ne? Ja, okay. Die haben mich dann mit einem Mechaniker, mit dem Klaus Mirsch, raufgeschickt zum Nürburgring, zu Dämpfereinstellungen auszufahren. Und ich bin vorher vielleicht 3 oder 4 Runden mit dem PKW herumgefahren und habe nur gesagt, um Gottes Willen, auf was habe ich mich da einlassen? Und ich meine, das war schon vorher programmiert. In der ersten Runde habe ich schon einen Unfall gehabt. Bin rausgeflogen und die haben dann das Auto geholt, hat übel ausgeschaut. Und der hat mir schon gesagt, du, wer ruft jetzt bei BMW an? Sag Beim Schwiegervater. Du, ja, rufst du an? Sagt er, nein, ich rufe nicht an. Ja, also habe ich anrufen müssen und der hat mich gleich, das erste war, na, wie geht's, wie schnell seid ihr? Ja, weißt du es, oder wissen Sie, Sie noch gewesen, da ist Folgendes gewesen. Ja, was war eigentlich? Naja, in der Kurve, also auf jeden Fall, bis ich das einmal heraus hatte, dass das Auto nicht mehr existiert und dass ich rausgeflogen bin, ja, ich habe nur mehr Peng gehört. 4 Tage später habe ich ein Schreiben vom BMW bekommen. Annulliert. Der Werksvertrag. Ja, also ich bin dann weitergefahren mit meinem Auto, den wir umgerüstet haben auf den 2000er. Es hat ja dann den 2000er Diesel gegeben. Das war wohl nicht ganz legal, was wir da gemacht haben, weil das Basisauto ein 1800er war und kein 2 Liter war. Der Einzige, der das gewusst hat, der hat das sofort erkannt, war der Josef Schnitzer. Der ist ja selber gefahren und hat gesagt, pass auf, du, ich sag dir eins, ich weiß genau, was du für ein Auto fährst. Okay. Ja, also ich bin dann noch weiter mit dem Auto gefahren, mehr oder weniger erfolgreich. Und im Jahr darauf habe ich noch einmal einen Werksvertrag bekommen, nachdem die Saison eigentlich ganz gut wieder abgelaufen ist. Und das gehört auch wieder dazu, das Glück, das ich hatte, dass ich die Meisterschaft gewonnen habe in dem Jahr. Es ist aber nicht bescheiden von Glück zu reden, zweimal die Meisterschaft zu gewinnen. Okay. Vielleicht ein bisschen können dabei gewesen sein. Ich hätte einen Unfall geben können, weil einen zweiten hätte ich mir dort nicht mehr leisten können. Aber es gab von Schnitzer keine Protestnote, dass der Motor nicht legal war. Da kann man mal sehen, wie fair die waren. Ne? Ja. Aber Sie haben es ja nachher gedankt mit vielen Siegen, die Sie für Schnitzer auch eingefahren. Richtig. Also ich habe mich rehabilitiert. Ja, genau. Und 1972 ging es dann weiter. Jochen Nerpasch wird Rennleiter von BMW, kam von Ford. Wobei für mich, ich habe ein Distanzverhältnis gehabt zu ihm, weil ich ihn halt kaum gekannt habe. Okay, wer waren damals so Ihre wichtigsten Ansprechpartner? Naja, war das dann schon natürlich, nee. Dann schon, weiß ich auch, ein halbes Jahr oder 3 Monate da war, dann klarerweise war der Nerpasch mein Ansprechpartner. Ne? Okay. Aber es hat damals 3, 4 Leute gegeben bei BMW in der Rennabteilung, die wohl dem Nerpasch unterstellt waren, aber die für mich Ansprechpartner waren. Okay. Ich glaube aber, der Jochen Nerpasch war dafür verantwortlich, dass da so eine gewisse oder stärkere Professionalität in den Rennsport kam. Ja, er hat das auf ein völlig anderes Niveau hat er das gebracht. Schon angefangen beim Briefpapier über Bekleidung der Mechaniker, Bekleidung der Fahrer, Fitnesstraining und. Also das ist alles dann gekommen. Wie war da das Leben als Rennfahrer für BMW? Also wie sah so eine Woche aus? Also Sie sind ja Rennen gefahren? Ja, es war, also nachdem der Nerpasch dort war, ist natürlich schon eine ganz andere Art Herangehensweise, auch von den Fahrern her. Weil
das war einfach nicht mehr möglich, dass man dann zu einem Mechaniker gesagt hat, du, pass auf, ich möchte den Stabi weicher haben, sondern das ist alles strukturiert worden und auch was die Fahrer betroffen hat, haben wir dann Strukturen vorgefunden, an die wir uns halten mussten. Also das war schon der Beginn einer Professionalität, die einfach notwendig war im Rennsport, weil bisher war die Professionalität nicht gegeben, weil das Geld nicht da war. Wir hätten es auch gern anders gemacht, aber das war unmöglich. Also professionell ist es geworden, wie der Jochen bei BMW war, das ist keine Frage. Und dann sind Sie da auch... hat er jetzt sehr viel auch schon mitgenommen vom Ford. Ne? Das war natürlich auch so ein Stich ins Herz von Ford, dass der Jochen Nerpasch dann zu BMW gewechselt ist. Und das hat ja diese ganze Konkurrenzsituation noch mal ein bisschen befeuert, die ja dann gemündet ist in dem Tourenwagenjahr 1973. Ja. Ford ist mit dem Ford Capri angetreten. Es gibt noch einen für mich ganz, ganz wichtigen Sidestep. Und zwar, ich bin 72 oder ich wurde verpflichtet, in Zolder für den Schnitzer zu fahren, ein Coupé. Klarerweise waren dort die Ford, die Hausherren mit dem Solarage. Dann ist der Maas gefahren, 3 Capri haben es eingesetzt und ich mit dem Schnitzer BMW. Und das war ein Fight, wie ich ihn selten später bei einem Tourenwagenrennen erlebt habe. Und da ist es wirklich, was damals nicht so oft der Fall war, um Zehntelsekunden gegangen und ich habe dieses Rennen gewonnen. Das war also der erste große Erfolg in der Tourenwagen-Europameisterschaft war das für den Schnitzer. Also die waren natürlich alle total happy und Nerpasch war damals noch Rennleiter bei Ford und das hat mir natürlich ganz besonders geschmeckt. Wisst ihr gleich, was er vorfindet, als er gekommen ist. Und dann kam dieses besondere Jahr 1973, die Rennsport-Europameisterschaft, wo richtig Druck auf dem Kessel war. Also das große Duell Ford gegen BMW, BMW hatte, glaube ich, Harald Menzel als den Hauptfahrer oder so ins Feld geschickt und Hans Heyer ist den Capri RS gefahren. Und das war, glaube ich, so das Zentrum dieser ganzen Kämpfe. Ne? Ja, also ich muss dazu sagen, also bei ausgesuchten Rennen, zum Beispiel in Silverstone oder am Nürburgring, da wurden dann schon ordentlich die Klingen geschliffen. Ford hat 3 Autos eingesetzt, BMW hat 3 Autos eingesetzt. Ja, ich bin mit dem Hesemann gefahren, was übrigens für mich eigentlich mein genialster oder einer meiner genialsten Co-Piloten war. Okay, Thorn Hesemann? Der Thorn Hesemann. Ja. Warum war der genial? Ja, aber weil der Hesemann war ein absolutes Schlitzohr. Als Co-Pilot hätte ich mir kaum einen besseren wünschen können, obwohl ich wir haben es letztes Mal aufgelistet, man glaubt es gar nicht, in meiner Karriere 48 verschiedene Co-Piloten hatte. Also, aber das 73er Jahr da ist gefeitet worden, aber da ist auch die Marke komplett, also sind die Werke komplett dahinter gestanden. Das ist gepusht worden, aber es war auch ein Riesenfight, das muss man sagen. Grace Amon, ein Stuck, ein Stewart, ein Fittipaldi, alle damals im 73er Jahr im Tourenwagen gesessen. Ja, eine irre Zeit, wenn man da dabei war. Ne? Ja, das 73er war ein tolles Jahr. Für mich hat es einen unglücklichen Aspekt gehabt, dem ich heute noch nachtraue. Sie sind nicht Meister geworden. Der Hesemann ist Meister geworden und zwar deswegen, weil in Silverstone ich gefeitet habe mit dem Maas und dem Sieg. Da gibt es also ganz tolle Fotos noch. Und ich bin dann in Führung gelegen mit, 2 Sekunden. Und dann ist mir der Sprit ausgegangen. Ja, die haben mich zum Nachtanken reingeholt, haben zu wenig befüllt. Und das ist, um 4 Liter vielleicht gegangen, 5 Liter. Sonst wäre ich Meister geworden. Ja. Wie geht man danach mit so einem Team um? Das 4 Liter zu wenig also von mir haben sich immer alle versteckt, wenn sowas passiert ist. Weil ich war also in meinem Zorn nicht sehr milde. Ja. Aber hat es Konsequenzen gehabt? Na, das ist halt ein Rennen, ein Sportunfall. Ne? Man verliert als Team, man gewinnt als Team. Keine gehabt, aber also ich war sowas von stinksauer, weil ich wusste, dass die Europameisterschaft damit dahin war.
Ja, ich habe mit dem Nerbasch, glaube ich, 3 Wochen nichts gesprochen und mit dem Martin Braungart, der damals für die Technik verantwortlich war. Ja. Ich habe gelitten unter der Geschichte, habe es aber auch jeden merken lassen, dass ich leide. Okay, schließen wir das Jahr jetzt ab, nicht, dass der alte Zorn wieder hochkommt. Ja. Sie sind 1974 einmal Formel 1 gefahren. Ja. Das war für Surtees. Das war auf dem Surtees. Wir haben im Vorfeld des Formel-1-Rennens haben wir alle gefeitet um einen Platz in der Formel 1. Der Koenig, der Marco und ich habe dann Geld von Austria Tabak bekommen. Es ist wohl der Koenig auch gefahren, ich glaube auf einem Brabham, der aber ja, nicht sehr besonders war, also auch mein Surtees war kein Top-Auto, aber es war so, dass ich, muss ich sagen, gut über die Runden gekommen bin. Ich habe das Rennen beendet. Dort sogar noch eine ganz lustige Begebenheit gegeben. Ich habe im Training Dampfblasenbildung gehabt und musste damals noch in der Schikane, die es jetzt nicht mehr gibt, stehen bleiben. Das war auf dem Österreichring, ne? Am Österreichring, genau. Damals ja, Österreichring, ja. Bin also am Fahrbahnrand, was heute undenkbar ist, stehen geblieben. Bin zu einer Getränkebude und habe gebeten um ein paar Flaschen kaltes Bier. Und habe das Bier drüber über die Benzinpumpen. Während das Training noch lief? Während das Training noch gelaufen ist. Die anderen sind vorbeigefahren und der Quest hat hat Bier übers Auto gekippt. Nein? Und ich schütte Bier drüber über die Benzinpumpen. Aber bin weitergefahren dann. Aber ich meine, das nur nebenbei, was damals alles möglich war. Ja, das ist unglaublich. Also das war aber Ihr Preis für die Formel 1, ne? 2 Flaschen Bier. Ja, ja. Das mussten Sie so Geld mitbringen. Ja. So, und dann sind Sie gefahren, aber das Auto, eigentlich war der Surtees ja eher instabil, ne? Naja, das Auto, also ich sage mal so, das Auto war damals für mich, für das erste Rennen, das war nicht so schlecht, wobei der Surtees zu mir gesagt hat oder zu meinen Sponsoren, weil wir ja schon gewusst haben, wie das beim Surtees läuft, er bringt nur 2 Autos mit. Dann hat er 4 Autos dabei gehabt. Eins für den Jabouille, eins für den Bell, 3 Autos waren es. Eins für den Bell und eins für mich. Aber nur Mechaniker für 2 Autos. Nein, natürlich. Ja. Und wir wussten ja, wie es finanziell um den Surtees bestellt war. Okay, Rennen, ich bin damals 7. oder 8. geworden, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern. Ich habe mit dem Surtees einen Vertrag gemacht für 3 weitere Rennen. Das war Monza, Watkins Glen und Mosport. Für diese 3 Rennen. Und ich habe am Abend ein Interview gehabt im Fernsehen und habe den Surtees nicht bösartig, aber das ist mir halt so gerade in den Sinn gekommen, als Schlitzohr bezeichnet. Und das hat ihm ein Querulant, hat ihm das übermittelt, so quasi der Quester hat gesagt, du bist der Gauner. Ja, okay. So hat er es halt übersetzt. Ja. Und dann habe ich ein Fax vom Surtees bekommen, also die 3 Rennen würde er den Koenig starten lassen und nicht mich. Schön, ja. Jetzt, nachträglich betrachtet, hat es mir vielleicht das Leben gerettet, auf der anderen Seite dem Koenig das Leben gekostet. Der Koenig ist mit meinem Auto in Watkins Glen gefahren. Gleich in der 3. oder 4. Trainingsrunde ist irgendein Fahrwerkteil an der Vorderachse gebrochen und er ist in die Leitschiene rein und war also sofort tot. Das kann man jetzt so und so betrachten. Für mich war nicht deswegen die Formel 1 vorbei, sondern weil ich mir gesagt habe, pass auf, du hast jetzt einen Top-Vertrag mit BMW, hast abgesichert noch und noch Rennen, wirst dafür bezahlt. Es ist sehr schwierig, Geld zu finden für ein Formel-1-Team. Und selbst wenn du Geld findest, kriegst du noch immer nicht das Top-Auto. Und habe eben gesagt, okay, da kannst du jetzt Prototypen fahren, Tourenwagen-Europameisterschaft, GT-Fahrzeuge fahren. Ich habe mit dem Abarth dann noch einen Vertrag gemacht, bin für den Abarth ein paar Rennen gefahren, bin für den Krämer einen Porsche gefahren. Also ich habe viele Möglichkeiten damals gehabt und habe mir gesagt, ja, warum soll ich mich auf die Formel 1 konzentrieren?
Aus heutiger Sicht, ob es ein Fehler war oder nicht, wird man nie beantworten können. Wahrscheinlich hätten Sie da auch eine große Karriere gemacht, wie in der Formel 2. Aber vielleicht hat Sie wirklich das Leben gerettet. Ja, ne? Und wenn man das mal von daher betrachtet, haben Sie alles ich richtig mache mir gemacht. darüber jetzt keine Gedanken mehr. Welcher Rennstall hat Ihnen eigentlich am meisten Spaß gemacht zum Fahren? Sie haben mal gesagt, dass zum Beispiel Abarth, das war kein Spaß. Abarth war eine gute Schule für mich. Der Carlo Abarth der war immer ein Oberlehrer. Der war so erstens einmal unnahbar von seiner Art her. Ich kenne keinen Fahrer, der per Du war mit ihm, aber wirklich keinen einzigen. Weder den Hans Herrmann noch wer heute aller für ihn gefahren ist. Niemand. Aber es war eine gute Schule. Ich kann mich erinnern an ein Rennen, wo er mich nach Hause geschickt hat, in Schweden, in Anderstorp. Ich bin rausgerutscht, aber völlig ohne Schaden. Bin dann möglichst schnell, es war im Qualifying, zurück, quer über die Wiese. Fehler von mir, aber okay, ich habe so einen Abschneider gemacht und habe dabei den rechten Bremsschlauch runtergezogen von der Belüftung. Das war Grund genug für ihn, meine Auto machen Sie nicht kaputt. Hat er mich zu Hause geschickt von Anderstorp. Hat mir einen Flug bezahlt und habe nach Hause fliegen können. Dann ist der reine Wiesel gefahren für ihn, statt mir. Das war der Abarth. Er war eine absolute Respektsperson. Gut, also Spaß hat man mit anderen Leuten gehabt? Na, Spaß war bei ihm im Team. Er hat zwar zwei gute Leute gehabt, den Dr. Avitano, und also auch gute Mechaniker gehabt, aber so richtig Spaß war es also nicht mit ihm. Es war eher bei BMW vielleicht das Trio Infernale, Striezel Stuck, Poldi von Bayern also und so Dieter Quester. Fahrer wie zum Beispiel Stuck, die hätten das nicht ausgehalten beim Arbeit. Nein, die wären auch andersrum, der hätte sich nicht entwickeln können beim Abarth, weil der auf sowas überhaupt nicht gestanden ist. Also so wie wir in der Art waren, wenn wir zusammen waren, das wäre tödlich gewesen für den Abarth. Das glaube ich. Kann man da ein bisschen was erzählen? Also mit dem Striezel Stuck haben Sie ja wilde Sachen erlebt, um es mal vorsichtig sicherlich. auszudrücken. Naja, also ich meine, so professionell wir gefahren sind, so sehr haben wir die Situationen bezüglich Scherze und Streiche ausgenutzt. Es gibt ja eine Geschichte, Sie haben sich, glaube ich, immer in St. Moritz vorbereitet auf die kommende Saison mit Fitness. Ja, also ich habe mit dem Harald Groß zusammen, wir haben unterschiedliche Domizile gehabt, wo wir gewohnt haben. Und wir haben einen Treffpunkt gehabt in der Früh um 8 Uhr im Kraftraum. Und wer zu spät gekommen ist, musste 10 Franken bezahlen. Pro Minute 10 Franken, ja. Harald hat zu mir gesagt, pass auf, wir die einzigen, die noch ohne Strafe durchgekommen sind eigentlich wir. Und das hätte er nicht sagen sollen, denn am nächsten Tag haben wir unser Auto, 25 Grad minus gehabt, haben wir unser Auto nicht gefunden. Es war mein Auto, ein VW-Variant, glaube ich, war es, ja. Und wir haben dann weiter unten, dort wo ich gemeint habe, wo ich ihn geparkt habe, ist so ein unförmiger Eisklumpen gestanden. Ich meine, man muss sich diese Arbeit vorstellen, aber okay, das war Stuck. Ähnlich wäre es auch mit dem Gerhard Berger gewesen, weil der war ja nicht anders. Und die haben das Auto mit 100 Rollen Klopapier umwickelt und dann, das muss man sich geben lassen, haben sie von der Stadtverwaltung so einen Gießwagen sich organisiert und haben den Wagen mit Wasser übergossen. Da war so eine Eisschicht drauf. Ja. Wir kommen zu dem Auto, haben dann entdeckt, das ist da drunter ist mein Auto. Hat der Harald gesagt, nein, nicht mit uns. Und wir haben, gut, das Dach musste ich neu lackieren lassen. Schiebedach hat er gehabt, haben dort aufgeschnitten, wo das Schiebedach war, haben das weggeräumt. Der Harald ist gestanden im Auto drin, hat mir immer gesagt, links, rechts, geradeaus. Und so sind wir und sind zurechtgekommen. Ja, die haben natürlich gebrüllt, wie sie uns kommen gesehen haben. Im Militär mit dem Panzer raus oben. Ja. Mit dem Eisklumpen. Ja, Wahnsinn.
Ja, Geschichten hat es ohne Ende gegeben. Gibt es inzwischen noch Mietwagenfirmen, wo Sie noch ein Auto bekommen? Bei mir weniger. Also wir haben einen Mann bei uns in der Truppe gehabt, der absolut keinen Mietwagen gekriegt hat. Das war der Thorn-Hesemann. Der hat in Sizilien bei der Targa Florio einen Mietwagen, erst einmal unverschuldet, aber er hat sich aber relativ wenig draus gemacht, über einen Abhang runterlassen, 40 Meter oder 50 Meter. Da kann er wohl nichts dafür. Bremsen nicht, naja, kann er schon was dafür. Bremsen nicht angezogen, Auto ist dann unten gelegen. Aber unabhängig davon, denn der ist jedes Rennen, wo er mit einem Mietwagen hingefahren ist er 50 Runden auf der Rennstrecke gefahren und mit einem Leinwandschlappen hat er das Auto abgegeben. Also der hat keinen Leihwagen mehr bekommen. Okay. Er war bekannt dafür. Aber was ich mal von Gerd Berger gehört habe oder gelesen habe, dass das relativ en vogue war, bei Ihnen auch immer als Beifahrer die Handbremse anzuziehen an irgendwelchen Stellen. Ja, das war der Gerhard. Der Gerhard hat er hat die Bremsen, es war in Brünn, zu der Zeit noch, wo das noch zum Ostblock gehört hat. Und damals hat die Polizei so null Verständnis gehabt für irgendwelche Geschichten. Und der Gerhard hat hinter uns schon die Polizei, weil er 3-4 Mal die Bremse angezogen hat. Sie sind gefahren? Ich bin gefahren, ja. Okay. Räder blockiert hat. Und ich habe gesagt, Gerhard, hinter uns ist die Polizei. Sagt er, hinter uns die Polizei, okay. Bleib kurz einmal stehen. Ich bleib stehen. Gerhard nimmt den Schlüssel, zieht ab, schmeißt ihn raus beim Fenster, steigt aus und sagt, wir sehen uns dann im Hotel. Ich bin dort gestanden, ohne Zündschlüssel, Polizei hinter mir. War eine üble Geschichte. Wie haben Sie sich daraus gerettet? Naja, zahlen habe ich müssen. Ne? Ach so, okay. Ja. Aber ich habe mich dann revanchiert beim Gerhard. Wir sind nach Hause gefahren und er ist mit mir gefahren im Auto. Ungefähr am halben Weg zur Grenze nach Österreich ist ein See, ein Stausee. Und diesen Stausee hat man zum damaligen Zeitpunkt ausgebaggert bei der Brücke. Und da ist ein Riesenbagger gestanden, wo man normalerweise, da ist vorne einer gestanden und der hat die Fahrzeuge aufgehalten, wo man nicht durchfahren kann. War also so ein Bagger, wo dann gerade hinten, wenn der umgedreht hat und die Baggerschaufel im Wasser unten war es hinten halt, ja, ich wusste, ist 1,50 hoch oder ist 1,70 platzfrei oder wie, keine Ahnung. Und dann das ist mir wurscht. Bin durchgefahren dort. Und ich habe nur, der Gerhard ist fast am Boden gelegen, das ist sie vielleicht um 1 Zentimeter oder um 2 ausgegangen, dass wir dort unter dem Bagger durchgekommen sind, unter dieser Drehkanzel. Naja. Ja, aber der Gerhard war bei seinen Scherzen immer absolut im Grenzbereich. Ich kenne nur die Geschichte, da war ich nicht dabei, wie er ich glaube in Imola war das, der Senna hat einen unglaublich teuren, schönen Koffer gehabt, aus Holz gemacht. Und der Gerhard ist nach Hause geflogen mit dem Helikopter, hat den Koffer mitgenommen vom Senna, der natürlich dem Gerhard nachgerannt und geschrien und brüllt, mein Koffer. Und Gerhard ist hoch und aus 10 Meter Höhe hat er dann runterfallen lassen. Ja, schön. Ja. Seine Scherze waren gefürchtet. Wir waren beim Turnwagen-Europameisterschaftslauf für den Schnitzer. Und vielleicht 10 Minuten vor dem Start schüttet mir der Gerhard hinten in Overall so aus so einem Behälter Seifenflocken rein. Also Waschpulver. Waschflocken zum Autowaschen. Ja. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht gewusst, was passieren wird. Und ich habe in den Start fahren müssen und musste nach etwa 1,5 Stunden wären wir gefahren. Nach einer Stunde musste ich reinfahren, weil der Schaum aufgestiegen ist durch Schwitzen. Das war über den Helm ins Gesicht rein, überall den Schaum gehabt. Habe an die Box fahren müssen. Der Charlie war bis daher satt. Also so sind seine Scherze auch oft ins Auge gegangen. Aber im Nachhinein klingt es lustig, ehrlich gesagt. Ja, okay, heute kann ich lachen drüber. Wir sind auch mal für Renault Alpine, und zwar mit dem Alfred Heger in Spa 86.
Ah ja, wo er mich nicht rauslassen Wo er sie nicht rausgelassen hat, das finde ich auch sensationell. Also allein diese Idee zu haben. Der Wahnsinn. Ja. Ja, also es war so, dass die damals, das war dieser Alpine Cup, und die sind eine Runde gefahren, dann Startaufstellung und dann noch eine Einführungsrunde und dann war Start. Und ich gehe zum Alfred rein, ins Auto, setze mich rein, sag, ja, fährst du eine Runde mit? Sag ich, also der wusste, dass sie noch einmal stehen bleiben, das habe ich nicht gewusst. Sag ich, ja, fährst mit im Rennen? Sag ich, bist du aus dem Vogel? Unmöglich. Ne? Und ich habe nicht einmal noch ausgesprochen gehabt, sind wir losgefahren. Ne? Sag, also ich bin versteinert gewesen, zum ersten Mal in meinem Leben. Ne? Kein Beifahrersitz, haben Sie festgehalten am Käfig? Und der ist natürlich volle Kanne gefahren. Ne? Und ich da drinnen, Beine hoch und hin und her. Und ich wusste ja nicht, dass die noch einmal stehen bleiben. Ne? Ich habe geglaubt, jetzt fliegen der Start schon. So, und das war erst in der nächsten Runde. Und ja. Und einmal haben Sie, das ist vielleicht die beste Geschichte, das war 1986, Donington. Ach, mit der Maske, ne? Ja, wo Sie eine Riesenstrafe für mich bekommen im Nachhinein ist es sicherlich eine lustige Geschichte. Damals war es im Limit, absolut ging ja schon im Hotel so los. Also, um es kurz zu machen, Charlie Lamm hat alle angerufen, alle Fahrer, alle Teammitglieder. Achtung, der Wolfgang-Peter Flor kommt. Das war damals der BMW Motorsportchef. Ja, und der Flor, muss ich sagen, konnte höchst unangenehm sein. So, der hatte sich angekündigt fürs Rennen. Ja. Und es hieß von Charlie Lamm, also alle frisch gewaschene Hemden und keine Scherze dieses Mal. Keine Scherze können wir. So, und dann hat er aber die Rechnung ohne Sie gemacht. Ja. Ohne Schnitzelstube. Ja, okay, angefangen hat es im Hotel schon, dass plötzlich der Gerhard nicht einmal in der Unterhosen rumgelaufen ist. Aber da war der Flor noch nicht im Hotel, aber okay. Und ich habe, eigentlich war das gar nicht beabsichtigt. Ich habe, wofür weiß ich heute eigentlich gar nicht mehr, eine Phantommaske mitgehabt, so eine Gummimaske. Was man so dabei hat als Rennfahrer. Ne? Aber normalerweise, was man normal als Rennfahrer dabei hat. Und ich habe den Gerhard eingeweiht, habe ihm gesagt, Gerhard, ich habe die Masken mit. Sagt er, naja, du, kein Problem. In der letzten Runde, also das Qualifying war das, in der letzten Runde wird abgewunken und dann setzt das auf. Ist doch überhaupt kein Problem. Und ich habe da überhaupt nicht nachgedacht. Habe mir gedacht, naja, Masken aufsetzen, da muss ich den Sturzhelm runternehmen. Naja, okay, wenn es abgewunken wird, zählt es nicht mehr zum Rennen oder zum Qualifying, kann eigentlich nichts passieren. Ne? Okay, abgewunken, ich Helm runter, legen daneben und setze mir die Maske auf. War eine grausliche Phantommaske und offensichtlich haben von unterwegs schon Streckenposten gesagt, da kommt einer mit einer Maske, offensichtlich hat er keinen Helm auf. Und wie ich in die Box komme, ist schon der Rennleiter dort gestanden, die haben mich praktisch schon empfangen. Und der Gerhard und der Ravaglia und wer auch immer, der Einzige war der Charlie, der betreten in der Ecke gestanden ist, aber die haben sich totgelacht. Ne? Fazit war, die wollten mich nicht zulassen für das Rennen, weil es im Reglement heißt, dass selbst die Auslaufrunde noch ein Bestandteil des Rennens darstellt. Sowohl angeschnallt als auch der Helm muss am Kopf bleiben. So, das war einmal Punkt 1. Dann war eine Verhandlung, eine Sportverhandlung gleich. Ganz kurz zwischendurch, die Leute, die diese Sportverhandlung gemacht haben, die haben aber schon am Tag vorher im Hotel einen von ihm mitbekommen. Ja, klar. Mit dessen Frau hat es ein Problem gegeben, mit dem Rennleiter seiner Frau. Die haben's, das war aber der Gerhard, die haben es ein paar Mal angerufen, weil die gewusst haben, dass die Telefon der Rennleitung ist und haben da obszöne Geschichten erzählt. Und also der Rennleiter war auf das Team Schnitzer schon ein bisschen allergisch. Okay. Also eigentlich verdanken kann ich es dann nur dem Charlie, der sich dann eingebracht hat. Aber die Geschichte war noch nicht praktisch zu Ende. Ich habe dann von der FIA eine Strafe bekommen auf 2000 Pfund, damals noch zum hohen Pfundkurs. Das waren heute 3000 Mark waren das damals, die 2000 Pfund. Ja. Ein bisschen über 3000 Mark.
und Lizenzentzug. Und das haben wir hingebügelt nach dem Lizenzentzug. Also der ist ins Auge gegangen, der Scherz. Mit fast Lizenzentzug, 2000 Euro Strafe und Riesenprobleme dann vor Ort. Ein abschließendes Fazit noch zu Ihrem Leben. Würden Sie dem 20-jährigen Dieter Quester einen Tipp mit an die Hand geben? Ja, dem 20-Jährigen würde ich sagen, er hätte schon 5, 6 Jahre früher anfangen sollen. Schön, wenn man das nach 60 Jahren Motorsport sagt, man hätte noch früher beginnen sollen. Vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben und viel Erfolg und viele, viele tolle weitere. Dankeschön. Danke. Und das war die alte Schule für heute mit Dieter Quester. Wenn euch diese Stunde gefallen hat, freue ich mich über eine entsprechende Bewertung bei iTunes. Ein paar weitere Infos zu dieser Folge und natürlich Fotos von Dieter Quester gibt's bei uns wie immer im Netz unter www.alte-schule-podcast.de. Und nächste Woche habe ich die große Freude, euch den erfolgreichsten deutschen Rennfahrer vor Michael Schumacher präsentieren zu dürfen, Hans Herrmann. Und der hat die richtig beeindruckende Zeit erlebt. Er ist noch die alten Silberpfeile gefahren gegen Leute wie Sir Stirling Moss oder Juan Manuel Fangio. Und welche Crashs man in diesen Kisten überlebt haben muss, um danach den Spitznamen Hans im Glück zurechtzutragen. Und über seinen Le Mans-Sieg 1970 im Porsche 917 redet er kommenden Donnerstag mit mir. Bis dahin eine schöne Woche, fahrt vorsichtig und bleibt vor allem auf allen 4 Rädern. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de